Herr Offizier, er lügt. Glauben Sie ihn nicht. Er hat mir gesagt, ich soll das tun. Thomas, hast du irgendeinen Beweis dafür, dass Ralf der Drahtzieher ist? Nein, Herr. Leider habe ich keinen Beweis. Offizier, Sie können meinen Manager fragen. Sie werden Ihnen die Wahrheit sagen. Wer hat euch gesagt, dass ihr minderwertigen Zement verkaufen sollt? Es war Thomas, Herr. Ja, Thomas hat uns gesagt, wir sollen dieses Material verkaufen. Thomas, du bist verhaftet. Madame, wir sind von der Bank. Wir sind hier, um unser Geld zu holen. Sie haben den Kredit nicht bezahlt. Es sind schon viele Monate vergangen. Sprechen Sie mit meinem Mann. Er wird den Kredit bezahlen. Er verdient viel Geld. Ich gebe es nur aus. Ich war in seinem Büro. Er sitzt im Gefängnis. Er wird der Korruption beschuldigt. Das ist nicht wahr. Niemand kann ihn verhaften. Ich meine es ernst. Thomas sitzt im Gefängnis. Er hat schlechten Zement verkauft. Das ist in diesem Land ein Verbrechen. Was? Das ist nicht wahr. Wie soll ich mein Leben jetzt genießen? Wie soll ich teure Dinge kaufen? Das ist nicht mein Problem. Sie haben viele Kredite aufgenommen. Mir geht es nur darum, die überfälligen Raten einzutreiben. Sie müssen den Kredit bezahlen oder dieses Haus verlassen. Sie haben auch die Miete nicht bezahlt. Bitte tun Sie das nicht. Das ist ein Irrtum. Mein Mann wird zurückkommen. Bitte geben Sie uns Zeit. Wir haben Ihnen bereits 2 Monate gegeben. Wir werden nicht länger warten. Bitte gehen Sie, sonst rufe ich die Polizei. Kommt Kinder, lasst uns gehen. Herr Polizist, Ralf lügt. Er ist der wahre Drahtzieher. Bitte verhaften Sie ihn. Bist du korrupt oder nicht? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Also halt den Mund. Du zahlst den Preis für deine Taten. Aber Herr, Ralf ist ein Teufel. Er verkauft immer noch schlechten Zement. Er ist immer noch frei. Du bist der Hauptverbrecher. Wir haben Beweise. Bitte, Herr Offizier, hören Sie mir zu. Der Zement, den Ralf verkauft, ist extrem gefährlich. Ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen verletzt werden. Du warst es, der diesen Zement verkauft hat. Niemand vertraut einem korrupten Mann. Was habe ich getan? Meine Kinder müssen warten. Ich vermisse Clara und Klaus. Oh Gott, bitte hilf mir. Ihr wollt dieses Haus wieder? Ja, Herr Hans. Wir brauchen das Haus. Thomas sitzt im Gefängnis. Wir wurden gezwungen, unser Haus zu verlassen. Wir wollen dieses Haus wieder. Bitte geben Sie es uns. Aber wie wollt ihr die Miete bezahlen? Thomas sitzt im Gefängnis. Und du hast keine Arbeit. Er wird bald zurückkommen. Wir werden sie später bezahlen. Aber jetzt brauchen wir ein Haus. Meine Kinder brauchen einen Platz zum Schlafen. Nein, Lisa. Das kann ich nicht tun. Geh und such dir eine andere Wohnung. Ich werde dieses Haus an Leute vermieten, die bezahlen können. Ich werde Ihre Miete bezahlen. Bist du sicher, Sarah? Lisa hat überhaupt kein Geld. Sie wird dir dein Geld niemals zurückgeben.
Ich weiß, dass sie kein Geld hat. Ich werde meine Nachbarin und ihre Kinder nicht im Stich lassen. Diese Kinder sind völlig unschuldig. Sie dürfen unter keinen Umständen auf der Straße gelassen werden. Dann bezahle die Vorauszahlung. Ich brauche 3 Monate im Voraus. Hier ist das Geld. Das reicht für 6 Monate. Okay, Lisa. Du kannst jetzt hier bleiben. Kinder, ich gehe hinein. Ich möchte schlafen. Danke, Tante Sarah. Ohne dich hätten wir jetzt kein Zuhause. Gern geschehen, Clara. Ich liebe dich und deinen Bruder. Es tut mir leid, dass meine Mutter nicht nett zu dir ist. Das ist in Ordnung. Ich kümmere mich nur um euch Kinder. Geht nach Hause und ruht euch aus. Ich werde euch bald Essen bringen. Manager, bitte helfen Sie mir. Ich möchte nicht arm sein. Ich kann nichts tun. Jetzt hast du kein Geld mehr. Bitte, ich bin gezwungen, Sarahs Hilfe anzunehmen. Ich mag sie nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss ihre Hilfe annehmen. Es gibt einen Weg, reich zu werden. Aber er ist nicht einfach. Ich werde alles tun. Ich will wieder reich sein. Ich mag dieses arme Leben nicht. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich kenne ein reiches Ehepaar. Sie haben keine Kinder. Sie möchten Kinder adoptieren. Sie werden dir eine große Summe Geld zahlen. Okay. Sag mir Zeit und Ort. Du hast sehr schnell ja gesagt. Liebst du deine Kinder nicht? Ich bin nicht Ihre richtige Mutter. Ich bin nur Ihre Stiefmutter. Manche Stiefmütter sind gut, aber ich nicht. Ich bin eine schlechte Stiefmutter. Okay, ich schicke dir die Adresse. Bringe die Kinder mit. Du wirst deine Belohnung bekommen. Okay. Ich werde pünktlich kommen. Gute Arbeit, Ralf. Du bist ein Teufel. Thomas sitzt im Gefängnis und du bist frei. Niemand weiß, dass du der wahre Boss bist. Ich habe Thomas benutzt. Ich kannte seine Schwäche. Er wollte schnelles Geld. Du bist ein kluger Mann, Ralf. Thomas war ein naiver Mensch. Du weißt, wie man Menschen benutzt. Aber was ist jetzt mit deinem Geschäft? Wirst du wieder schlechten Zement verkaufen? Ich habe eine andere Fabrik. Sie liegt am See. Niemand weiß, dass sie mir gehört. Ich werde von dort schlechten Zement verkaufen. Du bist ein Genie. Du hast immer viele Tricks auf Lager. Herr, Thomas hatte recht. Ralf ist der wahre Boss. Ich habe Ralf genau wie von Ihnen befohlen ausspioniert. Ich war gerade bei einem Geschäftstreffen mit ihm. Er verkauft immer noch minderwertigen Zement. Er hat eine Fabrik außerhalb der Stadt. Oh mein Gott. Thomas hat die Wahrheit gesagt. Ich muss die Polizei informieren. Der Verkauf dieses Zements ist gefährlich. Er muss um jeden Preis verhindert werden. Was ist das für ein Ort, Mama? Das ist das Haus meines Onkels. Er wird uns helfen. Er wird uns Kleidung und Essen geben. Ich mag diesen Ort nicht. Ich will nach Hause. Sei nicht albern, Klaus. Das ist ein reiches Haus. Sie haben viele schöne Dinge. Willkommen, Frau Lisa. Wir müssen reden. Kinder, geht hinein und spielt. Ich werde mit meiner Tante sprechen. Gefallen Ihnen die Kinder? Ja, sie sind süß und gesund. Ich werde gut auf sie aufpassen. Geben Sie mir zuerst das Geld. Manager, überweise ihr 2 Millionen Euro.
Ja, gnädige Frau, ich überweise ihr sofort. Erledigt. Gratulation, Lisa. Du bist wieder reich. Bitte überprüfen Sie Ihr Konto. Ich vertraue Ihnen. Schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Was passiert hier, Klaus? Ich habe da ein ungutes Gefühl. Ich verstehe nicht, was wir hier machen. Wir sollten nach draußen gehen und nachsehen. Wo ist unsere Mama? Wir wollen jetzt zu ihr. Ihr werdet ab heute für immer bei mir leben. Eure Mutter kommt nicht zurück. Sie hat euch an mich verkauft. Was? Nein, nein. Das ist nicht wahr. Mama würde uns niemals weggeben. Bitte lügen Sie nicht. Meine Mama liebt uns. Sie nimmt uns immer in den Arm, wenn wir traurig sind. Sie singt mir Lieder vor dem Schlafen. Sie kann uns nicht einfach weggeben. Beruhige dich, Klaus. Jetzt bin ich für euch da. Nein. Sie sind nicht meine Mama. Ich will meine echte Mama zurück. Ich will nach Hause. Warum hat sie das getan? Waren wir böse Kinder? Haben wir etwas falsch gemacht? Warum wollte sie uns nicht mehr? Hör auf zu weinen. So ist es nun einmal. Nein. Es ist nicht so. Meine Mama liebt uns. Ich liebe sie auch. Ich kann nicht ohne sie leben. Wer bringt mich jetzt ins Bett? Wer küsst mich auf die Stirn? Wer nennt mich ihr kleines Mädchen? Ihr müsst euch daran gewöhnen. Niemals. Ich will meine Mama. Warum hat sie uns so leicht verlassen? Warum hat sie uns einfach jemand anderem gegeben, als wären wir nichts? Mama, bitte, hol uns zurück. Bitte, lass uns nicht allein. Also ist Ralf der wahre Boss? Ja. Er hat eine Fabrik außerhalb der Stadt. Er verkauft immer noch schlechten Zement. Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Ich habe einen meiner Partner gebeten, dies selbst zu überprüfen. Inspektor, geh und überprüf das. Wenn es stimmt, zögere nicht, Ralf sofort zu verhaften. Ja, Herr. Ich werde den Auftrag einwandfrei ausführen. Lade die Lastwagen. Schick den Zement schnell los. Beeil dich. Ralf, warum hast du es so eilig? Was machen Sie hier, Inspektor? Ich bin hier, um dich zu verhaften. Thomas hatte recht. Du bist der wahre Boss. Du versteckst hier den schlechten Zement. Inspektor, ich kann Sie bezahlen. Ich werde Ihnen viel Geld geben. Behalte dein Geld. Ich nehme keine Bestechungsgelder. Ich bin ein ehrlicher Mann. Du bist verhaftet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.